Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag so bringt. Ich lasse uns wählen heute. Nehmen wir mal wieder ein bisschen Tarot mit an Bord. Ich stelle gleich noch 2 Figuren hin. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Bei mir ist alles wie immer. Ich bin immer schon froh, wenn mal keine Katastrophe ist. Wie immer, ihr wisst, das Auslegen dauert kurz, aber mir ist es wichtig, ich werde es nicht beschleunigen. Ich kann es euch aber nochmal erklären. Es gibt hier in diesem Display, auf den ihr schaut, ein Zahnrädchen, da kommt ihr zu den Einstellungen. Da ist ein Punkt, der nennt sich Wiedergabegeschwindigkeit. Da könnt ihr verdoppeln oder ein bisschen was an Zeit einfach drauf geben. Und dann könnt ihr das ganze Video schneller gucken, ohne dass ihr abbrechen oder vorspulen müsst. Tut ja auch mir einen Gefallen mit, weil es geht hier auch tatsächlich immer ein bisschen um die Watchtime. Ja. Dann habe ich es gleich. Wir nehmen heute mal noch ein Krafttier, habe ich schon eine Weile nicht gehabt. Dann dürft ihr wählen. Meine Güte, nee. Ich nehme den silbernen Buddha. Schauen wir erstmal, was da liegt. Ja, wir haben hier die Herzöffnung. Es geht darum, dass man vielleicht so ein bisschen emotional rumgedarbt hat und dass jetzt eben der Moment gekommen ist, sich zu öffnen, Schritte zu machen, auch Dinge zu erleben, wieder die emotional erfüllen, dass man wieder aufblühen und wachsen kann und Liebe spüren und die Freude auch, die vielleicht manchmal auch, wenn man das Herz zumacht, wegbleibt oder nicht so groß ist. Und hier haben wir eine wunderbare Möglichkeit für Kreativität, Karriere, für Realisierung eines Traumes. Ist auch eine Karte, bei der man handelt, bei Dingen, bei denen man vielleicht bisher gezögert hat. Außerdem ist es ein perfekter Moment für geschäftliche Dinge, für Fähigkeiten und natürlich auch für Begegnungen auf der Herzensebene. Ja, mach dein Herz auf, heißt hier auch, erlebe Fülle. Fülle ist hier im emotionalen Bereich auch zu holen, nicht nur im finanziellen. Und es geht hier auch um die Kinderthemen. Ne? Möglicherweise springt mir das jetzt sofort ins Auge. Wo warst du ungeliebt als Kind? Wie ist es mit deinen Kinderthemen? Wo hast du zugemacht? Wo darf etwas mehr emotionale Fülle rein? Möglicherweise geht es auch um die Fülle oder das Umgehen, den Umgang mit euren Kindern, mit diesem Thema, da auch ins Handeln kommen. Ne? Und es scheint hier so zu sein, als man Gleichgewicht braucht zwischen Ruhe und Aktion. Also einerseits haben wir hier in die Handlung gehen, andererseits haben wir auch, nimm dir Zeit für dich selbst. Genieße dein Alleinsein, das können ja viele nicht. Wir haben nur uns am Ende. Natürlich ist es schön, wenn andere uns bereichern können, aber es geht, glaube ich, um ein gesundes Gleichgewicht dazwischen. Ne? Wenn dir hier irgendwo Info fehlen, hol dir Rat, bevor du loslegst, denn
Es geht darum, Stress loszulassen, auch nicht den Stress anderer Leute zu übernehmen und trotzdem in die Fülle zu gehen und die Kreativität anzuschubsen. Es kann sein, dass sich hier etwas im Bereich der eigenen Wahrnehmung zeigt. Wir haben hier den Schwan. Wie fühlst du dich mit dir? Wie geht es dir, wenn du in den Spiegel guckst? Was ist in deinen Augen schön? Die Karte sagt auch aus, dass einen die Muse so ein bisschen küsst und dass die wahren Fähigkeiten sich entfalten. Ne? Es gibt jetzt die Zeit, wo die Plagerei auch so ein bisschen vorbei ist, wo eine neue Hoffnung entsteht, wo sich neue Talente entfalten. Das haben wir hier, eine Fülle an Kreativität, mit der man wieder handeln kann. Und es geht tatsächlich auch um unsere Visionen, die wir verwirklichen wollen, um in die Fülle für uns zu kommen. Das ist ja auch wieder ein Begriff, den jeder für sich selbst definiert. Ne? Was ist Fülle für dich? Okay. Man hat hier mit dem Schwan die Aussage, dass man schon in den Spiegel der Seele geblickt hat und neben den Schatten und Ängsten eben auch Talente, Fähigkeiten und Schönheit hervorgekramt hat. Und es läutet so eine Zeit an, wo alte Muster, wo Selbstzweifel eine Rolle spielen, sich reinigen. Wo man Schmerz oder Trauer auch überwinden kann und wo man bereit ist zu sagen, ich gehe meinen Weg, der für mich bestimmt ist. Und man hat vielleicht so eine ganz ureigene Art, die Schönheit oder die Schöpfung auszudrücken. Und es geht darum, das Ganze nach außen zu tragen. Hier geht es nicht nur um die äußerliche Schönheit, es geht um die Schönheit deiner Seele, die Freude, den Spiegel deiner Visionen, das Bezaubernde an einem Menschen. Und das haben die meisten Menschen was ganz Bezauberndes. Und hier liegt irgendwie ein Schatten, deshalb haben wir auch die Kinderthemen, der einen hindert, sein ganzes Licht strahlen zu lassen. Und es geht um die Transformation davon. Man darf auch wieder mal so ein bisschen gucken, wo ist denn die Schönheit in meinem Leben? Was kann ich auf ganz einzige Art und Weise selber tun? Und dann eben wichtig auch ins Handeln zu gehen und dein Herz aufzumachen, das kann dir auch selber gelten. Ne? Lass dich nicht von den Themen der anderen in eine Richtung drängen, in die du nicht möchtest, sondern lebe deine eigene Schönheit, die dich hier zur Fülle führt. Man verbringt ja auch sehr viel Zeit damit, anderen zu gefallen. Auch das könnte ein Thema sein. Gucken wir mal den Vögelchen noch an. Stieglitz haben wir hier. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Behandle dich selbst mit Liebe. Jeder Tag sollte mit Glück erfüllt sein. Passt wunderbar. Okay, ihr Lieben, schauen wir uns die andere Seite an. Den roten Buddha. Was habt ihr hier schöne Zeiten vor euch liegen, denn hier wird sich etwas friedlich für euch gestalten. Ne? Es geht darum, dass die Stürme des Lebens vorbei sind. Man erkennt, dass Ziele in greifbare Nähe kommen. Und es ähnelt ein bisschen der anderen Seite, denn man beendet einen Lebenskampf, der mit sehr viel Stress auch verbunden ist. Man muss vielleicht viel unterwegs sein. Man hat hier das Reisen auch mit dabei. Das kann natürlich auch deine ganz persönliche Lebensreise sein. Aber hier auch wieder Kreativität und Fülle. Ne? Es geht darum, was kann man in Wahrheit erschaffen, was sind deine geliebten Projekte, wo ist die Leidenschaft, die du vielleicht auch nicht lebst oder mit der du kämpfst für dein Leben, für das, was du kannst. Dann haben wir hier, wow, das passt wunderbar, etwas, was dich aufblühen lässt, ja, die Entfaltung von einer Blüte zusammen mit einem Neubeginn. Hier gibt es sehr kreative Lösungen. Brich aus,
Heißt auch, probier etwas Neues, etwas, was du bisher so nicht gehandhabt hast. Mach mal was außerhalb des Denkens mit deiner Kreativität. Möglicherweise geht es hier auch darum, einen Kampf nicht zu nähern, denn wir haben hier den Schutz. Ne? Es geht darum, dass man spürt, dass wir geschützt sind bei unserem Leben, bei unserem Alltag, bei allem, was wir anfangen und dass wir auch die Möglichkeit haben, über uns selbst hinauszuwachsen oder Grenzen zu sprengen. Authentizität ist gefragt. Sei du selbst. Erfreu dich daran auch, dass du selbst bist, dass du vielleicht diverse Dinge an dir hast, die dich von anderen unterscheiden, und es geht darum, dass du diese Andersartigkeit für dich positiv nutzt, denn sie ist wunderbar. Was wäre, wenn alle Menschen gleich wären? Und es geht darum, auch sehr stark bei dir selbst zu bleiben, ne? Nicht sich von anderen überreden zu lassen, in eine Ecke drängen. Das, was man selber fühlt und spürt und seine Seele einem mitgibt, das ist zumeist auch richtig. Für euch kommt hier der Löwe mit dem Thema Autorität. Da geht es schon auch darum, Führung für sein eigenes Leben aufzunehmen, hervorzutreten, sich nicht klein machen. Es geht um Souveränität, Autorität und auch Stabilität und Weisheit und um dieses Gefühl, dass man weiß, dass alles zu seinem Besten ist. Da ist nicht mehr so viel mit Suchen, sondern da hat man schon gefunden, die Sonne strahlt über einen. Es ist wirklich nicht angesagt, sich zu verstecken, sondern nach vorne zu treten und den Platz in seinem Leben auch einzunehmen. Da hat man schon sehr viel bewiesen, auch an Verantwortung, die man so fürs Leben, für sich, für andere übernehmen muss. Und man hat sich bestimmte Überzeugungen auch erarbeitet. Das kann jetzt hier auch sein, dass es so ein Kampf mit sich selber ist. Ne? Man hat einstmals hier schon etwas aufgebaut an Meinung, an Weltbild, an Vorstellungen, und das unterscheidet sich vielleicht von dem, was andere so tun. Aber genau da liegt eben der Schlüssel drin, dass du den Mut hast, zu deiner inneren Größe zu stehen, dein eigenes Licht strahlen zu lassen und einfach Ja zu sagen zu dir und zu den Aufgaben auch in deinem Leben, sodass du dich hier entfalten kannst mit deiner ganzen Art und Weise, deinem ganzen Kern und deinem ganzen Sein. Okay, wir gucken jetzt mit dem Vögelchen, was ihr noch gesagt kriegt. Ihr habt den Zaunkönig. Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Das passt ja, ne? Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen, besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente, also authentisch sein, das nutzen, was man selber an Gaben und Fähigkeiten hat und da auch unbeirrt seinen Weg weitergehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, ich drücke euch bis morgen.